könnte, ich würde am liebsten alles rückgängig machen, meine idiotische Aktion. Alexa, ich liebe dich doch. Bitte lass es uns noch mal versuchen. Ich bin ja selbst schuld. Aber steige ich auch mit diesem Typen ins Bett? Pass auf. Wir machen noch einen zweiten, einen genaueren Test. Du versuchst jetzt erstmal zur Ruhe zu kommen. Und dann kommst du in den nächsten Tagen in meine Praxis und dann nehme ich dir noch mal Blut ab. Hanna, ich liebe dich. Du bist meine Frau. Ich will mit dir zusammen sein. Aber du bist im Zeugenschutzprogramm. Willst du so ein Leben führen? Ich könnte das nicht. Das müssten wir gar nicht. Wir gehen weg. Diesmal zusammen. Wir lassen alles einfach hinter uns. Du meinst untertauchen? Mit dir? Ja, wir beide zusammen. Wie stellst du dir das vor? Du kommst mit nach Australien. Europol wird dich nachträglich auch ins Zeugenschutzprogramm aufnehmen. Auch du bekommst eine völlig neue Identität. Was ist mit Lars? Ich habe eine neue Existenz gegründet. Ich habe neue Freunde gefunden. Ich bin glücklich hier. Ich kann das nicht schon wieder alles aufgeben. Ich weiß, mein Vorschlag ist sehr überraschend für dich. Weißt du, ich habe dich im Stich gelassen, weil ich dachte, es wäre die vernünftigste Entscheidung. Ich will nicht nochmal gegen meine Gefühle handeln. Wir gehören doch zusammen, Hanna. Ich kann aber nicht so tun, als wäre damals die Zeit stehen geblieben. Das will ich doch auch gar nicht. Trotzdem sehe ich eine gemeinsame Zukunft für uns. Wenn du es auch willst, Hanna, weil du weißt, wie sehr ich dich liebe. Lass mich, das geht nicht. Entschuldigung. Ich habe dich gar nicht gesehen. Und wie geht's dir? Naja, wie soll es mir heute schon gehen? Maria, noch wissen wir nicht, wie das zweite Testergebnis ausfallen wird. Tom, ich bin positiv. Das steht für mich fest. Ich habe dir doch gesagt, dass auf das erste Testergebnis nicht 100%ig Verlass war. Es ist noch alles offen. Dass du als Arzt mir Hoffnung machen musst, das ist mir klar. Ich sehe das trotzdem ein bisschen anders. Du sei mir nicht böse, aber ich muss zurück in die Praxis. Aber sobald das Testergebnis vorliegt, komme ich zu dir ins Label, okay? Ja, das wäre lieb. Sag mal, weiß eigentlich noch jemand von dem zweiten Test? Ich meine, deine Mutter, oder? Das reicht doch, wenn ich drauf warte, oder? Dass du lieber jemanden hast, der für dich da ist, wenn... Tom, es ist lieb, dass du dir Sorgen machst. Aber das Ergebnis steht für mich sowieso fest. Okay, dann bis nachher. Meine Gefühle für dich haben sich nicht geändert. Das habe ich schon verstanden. Aber ich dachte, wir hätten das alles geklärt. Ja, bevor du nach New York gegangen bist. Aber ich dachte, inzwischen... Was inzwischen? Hat sich alles geändert, vergeben und vergessen? Nein, natürlich nicht. Ja, dann sind wir uns ja einig. Also, Mann, Alexa, ich weiß doch, dass ich riesengroßen Mist gebaut habe. Aber wir haben uns doch vorher... Ich meine, wir hatten auch so eine schöne Zeit zusammen. sie war schön. Das ist jetzt vorbei. Meinst du, wir können noch mal von vorne anfangen? Bitte, Alexa, was haben wir zu verlieren? Es tut noch zu weh. Gib uns noch eine kleine Chance. Musstest du nicht irgendwo hin? Alexa. Ich denk drüber nach. Also meinst du, dass wir... Ich meine überhaupt nichts. Ich habe gesagt, dass ich drüber nachdenken werde, okay? Alleine, ne? Als Liebesnest ist der Kahn aber bestens geeignet. Außerdem, viele können den Seegang eh nicht gut ab. Tja, Herr Berthold. Das Geld für die Miete. Die Firma dankt.
Sagen Sie mal, hat denn Ihre Süße den Kahn schon gesehen? Ich meine, vielleicht will sie ja doch lieber ins Hotel. Nein, aber es wird dir schon gefallen. Na klar, war ja auch bloß, weil... Naja, bei so einer Perle weiß man ja nie. Es handelt sich dabei nicht um so eine Perle, Herr Berthold, sondern um eine Frau. Nichts für ungut. Hier. Der Große ist für die Kajüte und der Kleine für die Kombüse. Danke. Viel Spaß dann mit Ihrer Frau. Die wird sich bestimmt freuen. Warten wir es ab. Hallo Anna. Gott, Lars. Du siehst da sehr begeistert aus, mich zu sehen. Nein, ich habe mich nur erschreckt. Unser Gespräch gestern hat mir einfach keine Ruhe mehr gelassen. Es tut mir leid. Entschuldigung! Komm mit mir rein. Du kannst dir ja vorstellen, wie überrascht ich war. Du verheiratet. Trotzdem hätte ich sofort erkennen müssen, wie nahe der Tod deines Mannes noch geht. Ja, und ich hätte nicht einfach weglaufen sollen. Das war ziemlich albern. Nein, es war dumm von mir, immer wieder nachzubohren. Aber das ist doch dein gutes Recht. Du darfst mich alles fragen. Ich habe total überreagiert. Vielleicht hätte ich genauso reagiert. Du musst deinen Mann sehr geliebt haben. Und wenn du nicht mehr über ihn reden möchtest, dann werde ich davon auch nicht mehr anfangen. Versprochen. Aber das musst du nicht. Ich kann deine Gefühle so gut nachvollziehen. Wenn ich mir vorstelle, dich... Wieso soll ich Sie nicht fragen? Weil das ganz allein Ihre Sache ist. Das finde ich nicht. Da drin steht es doch. Wenn man sofort die richtigen Medikamente nimmt, dann kann man die Krankheit auch sinnvoll bekämpfen. Mein Gott, Martin, sie wird schon wissen, warum sie nichts nimmt. Außerdem habe ich ihr schon einen Spezialisten genannt, an den sie sich jederzeit wenden kann. Dr. Seifert steht bereits mit ihm in Verbindung. Ich habe gestern mit John Elsman in Los Angeles telefoniert. Er war ganz erstaunt, dass Marie überhaupt keine Therapie macht. Was? Du hast mit einem Geschäftspartner über Maries Krankheit gesprochen, obwohl wir vereinbart Natürlich haben... ohne Namen zu nennen. Aber John ist seit 4 Jahren positiv. Und er muss sich ja schließlich auskennen. Ich bin sicher, sie weiß, was sie tut. Also bitte, misch dich... Ihr sprecht nicht zufällig über mich. Doch. Ich wundere mich bloß. Ich bin müde. Es ist aber wichtig. Ich möchte aber im Moment nicht darüber sprechen, okay? Warum machst du keine Therapie? Erst wenn das Ergebnis des zweiten Tests da ist. Wie zweiter Test? Hast du gar keinen zweiten Test gemacht? Doch. Aber das endgültige Resultat bekomme ich erst im Laufe des Tages. Und jetzt entschuldigt mich. Ja? Sehr gut. Dann hole ich das Testergebnis in circa einer Stunde ab. Ich bedanke mich. Tschüss. Schlechte Nachrichten? Abwarten. Um was für ein Ergebnis ging's dann? Tut mir leid, Schwesterchen. Arztgeheimnis. Aber dir scheint es auch nicht so gut zu gehen. So viel Eis hast du nicht mal vor deiner OP verputzt. Was ist denn los? Schwesterngeheimnis. Dann lass mich kombinieren. Du hattest Besuch. Und zwar von Felix. Und ihr habt euch gestritten. Daneben. Dann war Felix hier und hat dir gesagt, dass er dich immer noch liebt. Dass er dich zurückhaben will. Treffer. Echt? Ja und? Nichts und. Sobald mein Knöchel wieder in Ordnung ist, fliege ich sofort nach New York zurück. Also, Also was? ist diese Frage sowieso hirnrissig. Und abgesehen davon, dass ich sowieso nichts mehr von ihm will. Wenn du das so siehst, hast du natürlich recht. Aber bist du dir wirklich sicher? Bin ich nicht. Zufrieden? Alexa, du wirst dich irgendwann entscheiden müssen.
Ja? Christiane hat ausrichten lassen, du hättest keinen Hunger. Bist du krank? Nein. Alles okay. Das klingt aber nicht so. Felix, was ist los? Nichts. Wirklich. Den Geschenkekorb, den ich heute Morgen gesehen habe, war der für Alexa? Ja. Ich war vorhin bei ihr. Und sie hat dich weggeschickt. Richtig? Nee, das nicht. Sie hat mich sogar zu einem Kaffee eingeladen. Wir haben uns unterhalten, ganz normal, fast wie früher. Warum bist du dann so bedrückt? Bin ich ja gar nicht. Naja, sie ist halt immer noch super sauer wegen dieser ganzen Briefgeschichte. Kann ich ihr nicht mal verdenken. Aber so unversöhnlich wie vor ihrer Abreise scheint sie nicht mehr zu sein. Nee, das nicht. Also wenn sie nichts mehr von dir wollte, dann hätte sie dich doch gar nicht reingebeten. Meinst du? Ja, ich vermisse sie so. Ich hätte damit rechnen müssen, dass sowas mal passiert. Aber sowas verdrängt man eben. An dem Morgen haben wir uns eigentlich ganz normal voneinander verabschiedet. Ja. Und dann kam die Nachricht. Das muss ein fürchterlicher Schock für dich gewesen sein. Sollen wir lieber über etwas anderes reden? Nein, nein, das ist in Ordnung. Es ist nur so lange her. So, eure beiden Espressi. Schön. Hat's geschmeckt? Ja, danke, bestens. Schön. Als damals mein bester Freund gestorben ist, da wollte ich es auch nicht akzeptieren. Er hatte Krebs. Ich habe ständig automatisch seine Nummer gewählt. Ich wollte es einfach nicht glauben, dass er tot ist. Ich erzähle dir das nur, weil ich erst mit der Zeit kapiert habe, dass man loslassen muss. Das heißt nicht, dass man den Menschen vergisst. Aber das Leben geht weiter. Ja, ich weiß. Novak. Anna, kannst du sprechen? Herr Fischer, ich wollte mich doch bei Ihnen melden. Kannst du nicht in einen anderen Raum gehen? Ich muss dir dringend etwas sagen. Nein, nein, ich entscheide es und dann melde ich mich bei Ihnen. Bitte, Anna, es ist wirklich dringend. Das geht jetzt nicht, Herr Fischer. Bis dahin. Auf Wiederhören. Probleme mit einem Geschäftspartner. Hier. Ist ja immer noch da. Ja. Es ist doch nur natürlich, dass wir uns Gedanken machen. Sag mal, dieser zweite Test. Dr. Seifert sagt, das ist so üblich. Nur um ganz sicher zu gehen. Also die Sache ist noch gar nicht ganz klar. Und es könnte immerhin sein, dass... Der zweite Test ist nur Routine und der wird auch nichts ändern. Ja, was macht die da so sicher? Ich meine, es besteht immerhin die Möglichkeit, Ja, dass... Martin hat recht. Es gibt noch eine Chance. Warum wollen wir nicht daran glauben? Sag mal, wollt ihr das nicht verstehen? Ich habe mit einem Mann geschlafen, der HIV-positiv ist. Ich habe einen Test gemacht und das Ergebnis ist, ich bin HIV-positiv. Marie, wir haben doch bloß gehofft. Ihr habt nur gehofft, ja. Und ich? Nach dem ersten Test habe ich gefleht, dass das Ergebnis falsch ist. Ich habe versucht, mich damit abzufinden. Und ich habe trotzdem gehofft. Marie, warum hast du denn nichts gesagt? Ihr könnt euch doch gar nicht vorstellen, wie das ist. Ich schlage eine Zeitung auf und da steht, gib AIDS keine Chance. Ich mache den Fernseher an und da sagen sie, es ist wieder einer daran gestorben. Und jedes Mal denke ich, bitte, bitte nicht ich. Lass mich nicht für einen einzigen Fehler so grausam büßen. Lass mich ein einziges Mal Glück haben. Aber gleichzeitig weiß ich, dass ich kein Glück habe. Ich weiß, dass der Test stimmt und ich will nicht mehr vergeblich hoffen. Ich habe mich damit abgefunden. Und ihr solltet es auch tun. Ja, du hast ja recht, Marie. Wir sind immer für dich da. Ja, das stimmt. Und dieser zweite Test? Jetzt hör doch bitte auf. Genau das meine ich. Wann warst du denn zuletzt in seinem Grab? Das ist schon eine Weile her. Sag mal, können wir das Thema jetzt doch lassen, bitte? Ja, natürlich.
Möchtest du noch einen Espresso oder irgendwas anderes? Ja, gerne. Ach, Herr McNeil. Hallo. Hallo. Wollen Sie sich nicht zu uns setzen? Nein, nein, ich will Ihr Gespräch wirklich nicht stören. Was darf's denn sein? 2 Espressi, bitte. Kommt sofort. Danke. Sag mal, wolltest du nicht noch mit Martin telefonieren? Ja, das stimmt, aber ich hätte ihn sowieso nicht erreicht. Obwohl, die Konferenz müsste jetzt vorbei sein. Ich würde ihn gern von oben aus anrufen. Ist das okay? Ich habe da noch meine Sachen. Natürlich, klar. Bin gleich wieder da. Was machst du denn hier? Ich hab dir doch gesagt, dass es dringend ist. Und ich habe dir gesagt, nicht jetzt. Du, ich habe mir da was überlegt. Vielleicht kannst du dich dann besser zwischen uns beiden entscheiden. Guten Tag, Alexa. Hallo. Soll ich Ihre Jacke nehmen? Danke. Hallo, Alexa. Schön, dich mal wieder zu sehen. Was macht der Knöchel? Ach, der ist bald wieder in Ordnung. Ist Felix da? Zuletzt habe ich ihn im Salon gesehen. Dankeschön. Christiane? Ja. Hi, störe ich? Überhaupt nicht. Jetzt was gesagt, ich hätte dich auch abholen können. Nee, ist schon in Ordnung. Wozu gibt's Busse? Also ich habe noch mal nachgedacht. Wenn ich dir irgendwie beweisen Ich kann, habe auch dass... nachgedacht. Über alles. Ja? Auch über das, was du vorhin gesagt hast mit dem Neuanfang und so. Felix, ich glaub dir, dass es dir leid tut und auch, dass du dich geändert hast. Das waren wirklich keine leeren Versprechungen. Ich habe dich so sehr geliebt. Ich mag dich immer noch sehr gern sogar. Aber das, was du getan hast, das lässt sich nicht wieder gut machen. Wieso denn nicht? Weil ich dir nicht mehr vertrauen kann. Das weiß ich jetzt. Und deshalb kann ich mir eine Beziehung mit dir auch nicht mehr vorstellen. Es hat sowieso keinen Sinn, weil ich will zurück nach New York. Überleg es dir doch mal, Alexa. Ja, das habe ich. Und deshalb ist es besser, wenn wir uns nicht mehr sehen. Tut mir leid. Mach's gut. Kannst du dich wenigstens nur einen Moment ganz kurz auf mich konzentrieren? Ich habe dir zugehört. Du willst mehr Zeit für uns, ja? Ich fände das nur fair. Bei den kurzen Treffen haben wir uns doch nie richtig aussprechen können. Ich kann aber daran nichts ändern. Oder was schlägst du vor? Ich habe ein Hausboot gemietet. Du hast was? Draußen am Rhein für 2 Tage. Ja und? Dort sind wir wenigstens ungestört. Wie stellst du dir das vor? Was soll ich denn Lars sagen? Dir fällt schon was ein. Nur reden, wirklich, sonst nichts. Ich möchte doch nur diese eine Chance. Ist das zu viel verlangt? Ich habe dir das schon ein paar Mal gesagt. Wenn du dich danach für Lars entscheidest, verschwinde ich für immer aus deinem Leben. Versprochen. Da ist er. Überlegst dir bitte. Ich muss noch mal ins Büro. Ach, kein Basketball mehr. Ja, natürlich. Wird knapp, aber schaffe ich noch. Tja, ich muss dann auch los. War übrigens sehr nett. Und vielleicht sieht man sich ja bald mal wieder. Der Mann ist doch ständig auf dem Sprung.
Und du kommst wirklich nicht mit? Fahr mal ruhig. Mir ist nicht nach Basketball. Außerdem muss ich noch ganz schön viel Papierkram erledigen. Dafür machen wir uns aber morgen einen netten Abend, ja? Das machen wir. Versprochen. Viel Spaß. Pass auf dich auf. Mach ich. Ciao. Ich bin's. Also pass auf, die Sache mit dem Hausboot. Wenn du wirklich nur mit mir reden willst, dann ist es okay. Dann sag mir wann und wo und ja, dann werde ich mich halt in 2 Tagen entscheiden. Mhm. Ciao. Hallo Silvia, hat sich Marie bei dir schon gemeldet? Nein, bei dir also auch nicht. Nein, dabei müsste sie das Ergebnis schon längst haben, oder? Ich kann's dir nicht sagen. Möchtest du auch was trinken? Naja, vielleicht ist sie ja noch unten im Label. Obwohl, um diese Zeit... Ich kann ja trotzdem mal nachschauen. Nein, mach das besser nicht. Du weißt, wie gereizt sie vorhin reagiert hat. Ah, du hast ja recht. Aber dieses Warten macht mich wahnsinnig. Es geht mir genauso. Danke. Ich habe übrigens gestern noch mit John telefoniert. Dieser zweite Test, der hat mir keine Ruhe gelassen. Ja und? Was meint er? Es passiert zwar nicht oft, aber es könnte durchaus sein, dass der zweite negativ ist. Er hat irgendwas von falschen Antikörpern erzählt. Es könnte wirklich sein. Ich wünsche es mir so sehr. Er sagte, es kann sein. Also, die Tourpläne sind soweit fertig. Bei den Wackelkandidaten habe ich ein paar Fragezeichen gemacht. Das kannst du dir noch mal in Ruhe Nicht überlegen. jetzt, Daniela. Leg's einfach dahin. Und mach endlich mal Feierabend, hä? Wie du meinst. Dann bis morgen. Daniela, grüß dich. Hi, hallo. Ich wollte eigentlich zu Marie. Ja, die sind im Büro. Kannst ruhig reingehen. Ich mache jetzt Schluss für heute. Danke dir, schönen Abend. Dir auch. Ciao. Komm rein.